Was willst du? Was für Review? Hast du das überhaupt verdient? Mein Gott. Ja, gut. Ja, chill. Kali? Kali? Kali! Wo kommst du denn her? Nee, du hast mich dreimal gerufen, ich bin hier gespawnt. Ja, gut. Was geht mit Review? Ja, dafür bin ich hier. Ja, lass knacken. Ich habe Welttoys vertraut. Nach dem letzten Buggy, über welchen wir eine schöne Videoserie gemacht haben, war dieser Hersteller für mich ein solider Preis-Leistungssieger. Warum spielen die jetzt so mit meinen Gefühlen? Wie es sich gehört, hat auch dieser Wagen den ein oder anderen Härtetest über sich ergehen lassen müssen. Wie der Avatar musste sich der Truck mit allen Elementen vertraut machen. Wir haben kurz nach Anlieferung den Brushless-Umbau durchgeführt und auf diese Leistungsstufe bezieht sich dieser Test, denn ab Werk ist er wirklich sehr müde. Er macht ab Werk ca. 38 km/h und wird teils von Nordic Walking Tanten überholt. Fangen wir bei den Eckdaten an. In diesem Karton findest du ein Auto, eine Funke, eine Lipo, ein Ladegerät, eine Anleitung und einen Innensechskantschlüssel. Die Optik ist schick. Da hat Traxxas einen sehr guten Job gemacht. Richtig, das Teil ist optisch komplett kopiert. Ich verstehe nicht, warum so ein Hersteller nicht ein eigenes und attraktives Design hinbekommt. Dennoch ist hier der Scale-Faktor mit den Fahrern schön umgesetzt. Verglichen mit einer geschlossenen Karosserie ist das eine nennenswerte Aufwertung. Die Querlenker aus Alu sehen zu Beginn schick aus, die Tauchlackierung löst sich jedoch relativ schnell. Eine Wheelie-Bar ist auf 3S sehr hilfreich und kann die Karo bei Bruchlandungen schützen. Das Paket wird abgerundet durch eine gut verkabelte Beleuchtung. Die Chassisplatte ist aus Kunststoff und wird noch Gegenstand meiner härtesten Kritik am Wagen. Banggood verkauft den Wagen als 1:10er. Wenn das 1:10 ist, könnt ihr mich auch Long Dong Silver nennen. Hier nochmal der Vergleich zum Losi Tenacity, klassischer 1:10er. Das Fahrverhalten ist akzeptabel. Auf der Straße ist er für einen Truck ausreichend präzise in der Spur. Er steuert sich aufgrund des kurzen Radstands etwas nervös. Im Gelände ist das nicht anders. Der Wagen ist klein und das merkt man. Der 12/40/18 Buggy fährt übrigens überall präziser, denn er hat einen niedrigeren Schwerpunkt und ist halt kein Truck. Auf Gras ist er wie wir alle ziemlich langsam. Er ist halt meiner Meinung nach eher ein 1:14er Truck. Als der Wagen von Welttoys beworben wurde, haben wir uns auf einen kleinen Stunt-Truck gefreut. Die Erwartungshaltung wurde mit jeder Ausfahrt nach unten korrigiert. Mit dem Brushless-Motor und der damit verbundenen Leistung ist der Wagen überfordert. Die größte Schwachstelle ist wie angekündigt die Chassisplatte, welche aus einem butterweichen Kunststoff besteht und bei jeder Landung ein Stück weggeschliffen wird. Die Schraubenköpfe sind übrigens auch aus Butter und werden genauso weggeschliffen. Meine erste Chassisplatte ist sogar gebrochen und das überrascht mich überhaupt nicht. Hier seht ihr die größte Schwachstelle, welche die komplette Energie einer Landung ganz offensichtlich nicht aushält. Wir reden hier von Sprüngen auf ca. 1,80 Meter Höhe. Noch eine Fehlkonstruktion seht ihr am Akkufach. Der Akku wird von unten eingesteckt. Der Deckel fürs Akkufach hat 2 Federstifte zum Öffnen und Schließen. Fahr einmal durch Kies, Sand oder Dreck und du bekommst das Fach nur noch mit der Zange auf. Das klemmt sofort und wird nie wieder gängig. Die Antriebswellen sind nun dicker und verbiegen sich nicht so schnell. Dafür ist mir eine Welle am Kopf gebrochen. Das war nicht mal ein Sprung, der hat sich im Wald seitlich überschlagen und dabei ist der Kopf abgerissen. Auf dem Skateplatz dreht er bei 3S fröhlich seine Backflips. Das ist sehr schick, aber kostet Chassisplatten am Fließband. Man merkt, er könnte so gut sein, wenn man hier auf eine Aluplatte gesetzt hätte. Dieser billige Plastik bricht dem ganzen Konzept das Genick. Mit der hier verbauten Combo macht der Wagen auf 2S 51 km/h und auf 3S macht er 77 km/h.
Das war ungefähr mein angepeiltes Ziel. Ein Stunt-Truck soll Power für Backflips haben. Topspeed über 100 km/h macht in diesem Fall gar keinen Sinn. Der Wagen macht keinen Spaß, weil ständig was kaputt ist und die Ersatzteillieferung immer gut 3 Wochen braucht. Das ist auch der Grund für das späte Review. Beim guten alten 1240/18 Buggy ist trotz gleicher Tracht Prügel deutlich weniger Schaden entstanden. Und wenn wir gerade beim 1240/18 sind, im Review damals sagte ich Folgendes. Man bekommt den kompletten Käfig mit Verkleidung übrigens für ca. 16 Euro. Das sind gerade mal 64 Pfandflaschen. Beim 104009 kostet die Karosserie mit Fahrer und dem ganzen Zubehör ca. 60 Euro. Ja, das sind 240 Pfandflaschen, da hat sich was getan. Die Produktionskosten sind niemals so gestiegen. Da wird langsam Geld verdient im Ersatzteilgeschäft. Sollte sich das weiter in die Richtung entwickeln, relativieren die ihren Vorteil gegenüber den etablierten Herstellern. Für den Wagen spricht das Preis-Leistungs-Verhältnis im Zustand ab Werk, sofern man nur geringe Ansprüche hat und nicht wirklich bashen möchte. Die Zugänglichkeit der Komponenten ist absolut in Ordnung, man kann gut am Wagen arbeiten. Die Optik ist geklaut, aber beeindruckend. Die Ersatzteile sind meistens immer noch günstig. Was mich an diesem Wagen sehr traurig stimmt, sind folgende Punkte. Er ist ab Werk viel zu langsam. Er ist definitiv kein echter Stunt-Truck. Die Chassisplatte ist kompletter Müll. Das Akkufach ist meiner Meinung nach eine Fehlkonstruktion. Mein Fazit: Jeder Wagen hat Vor- und Nachteile. Traxxas Armored Losi Modelle haben auch negative Punkte, aber der Unterschied ist, dass die negativen Punkte meistens durch Upgrades zu beheben sind. Das ist hier leider nicht der Fall. Eine Chassisplatte aus Alu kann man sich mit viel Aufwand und Euros fräsen, aber das kann nicht Sinn der Sache sein. Absolut empfehlenswert ist der Wagen hingegen für Kinder, die ins Hobby einsteigen wollen, denn er ist ab Werk langsam und so geht auch weniger kaputt. Welttoys-Modelle sind aber normalerweise auch sehr beliebt bei Freunden von mehr Power. Wenn du ein Freund von mehr Power bist und eine günstige Basis für einen Brushless-Umbau suchst, bestell dir was anderes. Ich kann es dir leider nicht empfehlen. Das, meine lieben Freunde, war das Review. Es hat lange gedauert und manchmal muss das leider so sein. Wir haben längere Zeit auf Ersatzteile gewartet, mehrmals, und wir wollten uns Zeit lassen, um ein ordentliches Review zu machen. Ihr kennt doch vielleicht kennt ihr diese RC-YouTuber, die eine Lieferung von Banggood bekommen, diese kurz auspacken, vorstellen, 5 Minuten über den Skateplatz drehen und dann sagen, wie absolutely amazing die Karre ist. Dazu gibt es dann noch so einen Affiliate-Link und ja, das ist dann kein Review. Da hat einfach jemand seinen Arsch verkauft für ein RC-Auto. Nicht, dass ich nicht auch meinen Arsch verkaufen würde für ein RC-Auto, aber es müsste dann schon mehr als 100 Euro kosten, sind wir ehrlich. Wie dem auch sei, das ist nicht unser Anspruch. Ihr wisst, wir wollen eine kompetente fachliche Beratung bieten, kombiniert mit guter Unterhaltung. Also daher meine Bitte um Geduld, wenn es mal was länger dauert und wir nicht die Videos direkt zum Release raushauen. Mich interessiert, ob jemand von euch ähnliche oder andere Erfahrungen mit diesem Wagen gemacht hat. Schreibt es doch bitte in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, das nächste Video ist bereits in Planung. Für 2022 gibt es Pläne, da schnacken wir demnächst noch drüber. Ja, Leute, ansonsten abonniert den Kanal. Ansonsten scheißt euch der Weihnachtsmann in den Kamin rein. Ganz einfach. Mach mal ein bisschen schneller.